Heute klären wir ein für alle Mal, ob man auch mit so einem Stummelchen wirklich gute Arbeit leisten kann. Willkommen in der Notenklötzchenscheune. Mein Name ist Blockstar und ja, Freunde, wir sprechen heute natürlich nicht über Stummel allgemein, sondern über die in diesem Fahrzeug, das wir heute im Review haben aus dem Hause Kobi, das Set 2288, das Sonder-Kfz 234-3 mit der kleinen kurzen Kanone, die im Volksmund Stummel genannt wurde. Und warum, weshalb, wieso und wofür diese Kanone gut war und wofür sie nicht gut war, das klären wir heute alles, während wir dieses Set hier bauen. Und natürlich sprechen wir auch grob über das Sonder-Kfz 234 im Allgemeinen. Daher lade ich euch heute ganz herzlich hier auf meinen Bautisch ein. Dann schauen wir uns diesen Karton genauer an und klären alle historischen Fakten. Heute wird es klein, aber doch ganz groß. Wir sprechen über das Kobi-Set 2288 aus der Historical Collection World War II, das 438 Steine umfassende und 2 Minifiguren enthaltene Sonder-Kfz 234-3 Stummel im Maßstab 1:35. Ein Karton, der auf den ersten Blick 2 riesige Minifiguren zu einem kleinen Set erwarten lässt. Aber ich denke mal, hier trügt der Schein bzw. das Design. Schauen wir uns die Rückseite an des Gefährts, das wir im Maßstab 1:35 bekommen. Da haben wir die 2 Minifiguren, die sehr groß abgebildet sind. Dafür relativ klein in schwarz-weiß, ein Originalbild des Fahrzeugs. Und wir sehen hier, dass wir natürlich den Innenraum bauen und auch unsere Stummelkanone in der Höhe schwenken können. Das ganze Fahrzeug wird 18 cm lang und 9 cm in der Höhe. Alle Fakten bekommt ihr sowieso gleich bei den Infokarten. Aber zuerst wollen wir wissen, ob unser Stummelchen fliegen kann, denn dann können wir uns die 438 Steinchen plus X hier im Karton einmal genauer anschauen. Ja, Freunde, da haben wir hier 2 Bauabschnittstüten auf dem Bautisch liegen. Einmal die 2, einmal die 1 und natürlich eine Anleitung hier in DIN A4 Format, klammergebunden. Altersempfehlung 7 Jahre plus, finde ich ganz lustig, weil auf dem Karton steht dann wiederum 8. Hier könnt ihr es sehen. Kobi ist da immer so ein bisschen am hin und her mogeln. Auf den Webseiten stehen dann oft auch noch mal ganz andere Infos. Wir sagen mal 7 plus, sind wir ja auch gefühlt im Herzen. Und dann geht es los mit diesem Set aus November 2023. Erkennen wir noch an diesen etwas älteren Anleitungsdesign. Ganz wichtig, alle Steine in der EU hergestellt und keine Aufkleber, nur Drucke sowie auch eine in der EU relativ umweltfreundlich bedruckte Anleitung auf Papier aus Europa. Ja, 2 Tüten, sehr bunt. Wir haben ja auch ein buntes Fahrzeug. Wir sehen hier Senf, Gelb und Grün. Erbsengrün, ich lege es an die Seite. Wir schauen uns kurz die Anleitung an. Ich habe es euch gesagt, Maßstab 1:35. Ganz wichtig immer hier dieser schwarz-gelbe Kasten. Da haben wir alle Sondersteine von Kobi, auf die müssen wir achten, weil wir verschiedene Slopes und Wedges und Brick Modify und Brackets in verschiedenen Formen haben, die es so nur bei Kobi gibt oder manchmal auch bei anderen, bei Mega zum Beispiel, die auch vollkommen kompatibel sind zu anderen Herstellern, die das Lego-System benutzen, sage ich mal, oder das Kiddicraft, je nachdem, wie man es nennen möchte. Aber diese Steine gibt es halt bei Kobi und wenn man noch nicht Kobi gebaut hat, muss man da ein bisschen aufpassen. Der aktuelle Baustep ist immer der farbliche und wir bauen von Baustep zu Baustep und hangeln uns von Bauabschnittstüte zu Bauabschnittstüte durch und fertig sind wir dann mit dem Baustep
106. Wichtig, Pfeile weisen uns den Weg, oft auch, wie wir das Baugefährt drehen müssen, das Modell, was wir bauen. Und es gibt kleine Anlegehilfen, wie hier diese Stange. Da sehen wir, okay, die ist so und so lang, heißt, wir brauchen nicht zählen. Auf den letzten Seiten gibt es dann immer eine Steineübersicht. Da können wir gucken, welche Steine hat Kubi hier verbaut und wie heißen sie vor allen Dingen, so dass wir dann auf der Webseite hier unten, sollte uns einer dieser Steine fehlen, den monieren können. Wir haben Anleitungshilfen für die Minifiguren und etwas Werbung auf der Rückseite. Ja, ich hoffe, ich kann jetzt für euch dieses Set schön bauen, ohne zu schmunzeln und ohne zodige Sprüche zu machen aufgrund des Stummels. Deswegen wünsche ich euch schon mal viel Spaß bei den Fakten und mir beim Klemmen dieser 107 Bausteps, liebe Freunde. Speedbildzeit ist Faktenzeit. Heute beschäftigen wir uns mit der 7,5 cm Kampfwagenkanone 37 L-24 oder kurz der 7,5 cm KWK 37. Diese Kanone wurde während des Zweiten Weltkriegs von der deutschen Wehrmacht eingesetzt und war insbesondere in den frühen Ausführungen des Panzer IV sowie des Sturmgeschützes III verbaut. Sprechen wir zuerst über die technischen Daten und fangen an mit dem Kaliber. Kaliber 75 mm. Eine Rohrlänge von 1800 mm L-24. Die Mündungsgeschwindigkeit lag je nach Munitionstyp zwischen 385 und 450 Metern pro Sekunde. Die maximale Schussweite lag bei bis zu 6500 Metern. Der Höhenrichtbereich lag bei minus 10 bis plus 20 Grad. Der Seitenrichtbereich lag bei 12 Grad. Die 7,5 cm KWK 37 war ursprünglich für die unmittelbare Unterstützung der Infanterie und Panzergrenadiere konzipiert. Das kurze Kanonenrohr und die verfügbaren Sprenggranaten waren hierfür ausreichend. Zu Beginn des Krieges erwies sich die Kanone auch als effektiv gegen feindliche Panzer. Es wurden folgende Munitionsarten genutzt. Die Panzergranate 39, eine Panzergranate mit Leuchtspur und Schutzkappe. Die Granate 38, Hohlladung A bis C, das waren Hohlladungsgranaten in verschiedenen Ausführungen. Es gab die Sprenggranate 34, die Kartätsche KT-KWK und die Nebelgranatpatrone NBGR.KW.K. Diese Granaten hatten eine Durchschlagskraft bei Auftreffen von 90 Grad, bei der Panzergranate 39 von 41 mm auf 100 Metern bzw. 39 mm auf 500 Meter, die Granate 38, also die Hohlladung A, 70 mm unabhängig von der Distanz, die Granate 38 Hohlladung B, 75 mm unabhängig von der Distanz und die Granate 38 Hohlladung C, 100 mm unabhängig von der Distanz. Die KWK wurde in verschiedenen Fahrzeugen eingesetzt. Neben den Panzer IV und den Sturmgeschütz III wurde die 7,5 cm KWK 37 auch in anderen Fahrzeugen eingesetzt. Darunter den Panzerkampfwagen III in der Ausführung N. Diese Variante des Panzer III war mit der 7,5 cm KWK 37 ausgestattet und diente zur Unterstützung der Infanterie. Der schwere Panzerspähwagen Sonder-Kfz 234-3 war ein achträdriger schwerer Panzerspähwagen, der ebenfalls mit der 7,5 cm KWK 37 bewaffnet war. Dieses Fahrzeug wurde für Aufklärungsmissionen und zur Feuerunterstützung eingesetzt. Der Schützenpanzerkampfwagen SDKFZ 259-9. Ein mittlerer, schwerer gepanzerter Schützenpanzerkampfwagen mit der 7,5 cm KWK 37 und war zur Unterstützung der Infanterie ausgelegt. Die Vorteile der kurzen Kanone lagen in ihrer Kompaktheit. Das kurze Rohr ermöglichte den Einsatz in beengten Verhältnissen wie urbanen Gelände oder Wäldern oder engen Türmen in Fahrzeugen. Das Gewicht. Durch die kürzere Bauweise war die Kanone leichter, was die Mobilität der Trägerfahrzeuge erhöhte. Die schnelle Feuerrate. Die Konstruktion ermöglichte eine höhere Feuergeschwindigkeit, was in Gefechtssituationen von Vorteil war. Deswegen spricht man auch von Schnellfeuerkanone.
Trotzdem hatte diese Bauweise auch Nachteile. Die geringere Mündungsgeschwindigkeit. Durch das kurze Rohr war die Mündungsgeschwindigkeit niedriger, was die Durchschlagskraft reduzierte. Die begrenzte Reichweite. Die effektive Reichweite war im Vergleich zu längeren Kanonen geringer. Die eingeschränkte Panzerabwehrfähigkeit. Gegen stärker gepanzerte Fahrzeuge war die Kanone weniger effektiv. Die 7,5 cm KWK 37 war eine vielseitige Kanone, die in verschiedenen Fahrzeugen der Wehrmacht eingesetzt wurde. Ihre Konstruktion war optimal für die Unterstützung der Infanterie und den Einsatz in beengten Verhältnissen. Trotz ihrer Nachteile in Bezug auf Durchschlagskraft und Reichweite erfüllte sie ihren Zweck in den vorhergesehenen Einsatzszenarien effektiv. Und nun, Freunde, haben wir endlich einmal geklärt in einem Video hier auf meinem Kanal, warum es diese kurzen Kanonen, die umgangssprachlich Stummel genannt wurden, verbaut wurden. Schnellfeuerkanonen heißt, man hat hier Quantität vor Qualität gesetzt. Das änderte sich ja später im Verlauf der Doktrin der Wehrmacht, was wir dann bei den schweren Kanonen in den Kampfpanzern gesehen haben. Ja, aber gesehen haben ist das Stichwort, Freunde. Ihr dürft gerne in die Kommentare jetzt schon schreiben, welche Fahrzeuge ihr gerne hier mal bei mir besprochen und gebaut sehen wollt. Und wir dürfen nicht vergessen, ich baue ja gerade hier ein Fahrzeug. Und deswegen lade ich euch jetzt herzlich ein zum Review des Kobi-Sets 2288. Viel Spaß! Nach 1 Stunde und 16 Minuten Bauzeit steht das Sonder-Kfz 234-3, der Stummel, auf meinen Bautisch, das Kobi-Set 2288 aus der Historical Collection World War II im Maßstab 1:35. Und ich habe euch mal die anderen Vertreter des Sonder-Kfz 234, das mir vorliegt, hier ebenfalls mit auf den Bautisch gestellt, nämlich die beiden Kobi Pumas. Den Urvater, der mal der heilige Gral war, bis dann die 1:35er Version auf den Markt kam, die in 3 Farben, auch im Maßstab 1:35. Hier liegt die Anleitung. Wir erkennen an dem grünen Hintergrund, so ähnlich wie meine Thumbnails, dass wir ein älteres Set haben. Altersempfehlung ab 7 Jahren. Und ich kann euch sagen, dieses Set hat richtig Spaß gemacht zu klemmen. Es hat relativ viele Teile, finde ich, für so ein kleines Set. Und wir haben sehr viel Baurichtungsumkehr und viele Slopes. Mir gefällt das, und hier zum Beispiel bei der Tüte 2, wenn wir anfangen, gleich mit Bügelperlen arbeiten wir und mit Snot-Konvertern. Also dieses kleine Set hat auch ein bisschen meine Meinung geändert, was die 1:35er Modelle angehen. Generell der Puma und jetzt hier der Stummel, die machen richtig Spaß im Maßstab 1:35 und passen dann ja auch einigermaßen ganz gut zu den Figuren und lassen so ein bisschen mehr erahnen, wie dann doch klein im Verhältnis zum Menschen diese Fahrzeuge waren, beziehungsweise kann man so ein bisschen besser die Größen einordnen. Ich packe die Anleitung jetzt mal vom Bautisch, dann haben wir mehr Platz, um uns auf unser Fahrzeug mit der kurzen Kanone zu konzentrieren. Natürlich möchten wir hier uns noch einmal den Slope angucken mit der Bezeichnung Sonder-Kfz 234-3 Stummel, so wie ich es auch auf dem Thumbnail gemacht habe, in Anführungsstrichen auf dem Karton. Wir sehen es im Hintergrund, gibt es da natürlich keine Anführungsstriche. Dann haben wir ein paar Steinchen über. Alles ja das Übliche, also hier haben wir sogar eine Hülsen, also Granatenspitze, wir haben den Bügelperlenapplikator, wir haben Bügelperlen und wir haben hier so eine Bratpfanne mit Loch. Also Steinchen in verschiedenen Farben und ein bisschen Kleinkram hat man immer bei Kobi. Freut mich, dass es so viele in der Anzahl sind. Dann die Figuren. Hier ist der Helm verdreht, als ich ihn auf den Bautisch gelegt habe. So, jetzt machen wir es richtig. Unseren Lanzer, unseren Infanteristen hier mit Gewehr, mit beigen Schüchchen. Dann diese Feldbluse in dunkelgrün mit weißen, so die Kamera muss scharf machen, mit weißen Abzeichen, schwarzen Riemen
und auch Riemen am Helm. Der Herr ist unzufrieden, hat sein Gewehr am Rücken und wir sehen auch hier sehr gut bedruckt dieser Y-Riemen, der an die Koppel geht. Richtig gut bedruckte Figur von hinten. Diese Umhängegeschichte mit dem Gewehr stört eigentlich, weil wir eigentlich hier sehr tolle Drucke haben. Dann unseren Panzermann mit diesen Bauchmuskeln. Ihr seht es hier, das sieht krass aus. Er schreit, ist auch etwas höher dekoriert. Wir sehen hier, er hat ein EK und auch hier sehen wir die ganzen Abzeichen und ja, die schwarze Uniform, das schwarz-grau bedruckte, sehr detailliert, sehr krass, dass man hier so nuanciert drucken kann. Hellgrau, dunkelgrau und schwarz. Und natürlich hat der Herr auch wieder Dienstglas und wir haben schwarze Halbschuhe, möchte ich mal behaupten. Von hinten ist die Figur nicht bedruckt und natürlich die Feldmütze. Ja, das war's, was die Figuren angeht. Kommen wir jetzt zum Fahrzeug. Es rollt natürlich sehr gut. Auf meinem Bautisch sind Räderfahrzeuge immer sehr gut am Rollen, Ketten nicht. Mir gefällt vor allen Dingen die Farbgebung hier so ein bisschen. Ich glaube, dass sie, wenn wir diese Puma-Farben hätten, etwas, ja, vielleicht sogar noch krasser gewesen wäre. Aber mir gefällt es. Ein bisschen labil sind hier diese Schutzbleche. Ich finde auch ganz krass, wie die gebaut sind, nämlich so aufgehangen. Sehr, sehr wackelig hier, ihr seht es. Da darf man nicht zu nah dran kommen, sage ich mal. Also die halten schon, aber zu viel, dann fallen sie ab. Trotzdem finde ich es ganz cool gelöst. Wir haben hier einmal ein typisches Wehrmachtskennzeichen. Wir haben hier die Luken überall. Wir haben hier das Balkenkreuz. Den Turm können wir natürlich nicht drehen. Der ist starr. Wir haben hier Klappen für den Motor angedeutet. Hinten auch wieder Drucke und hier auch das Reserverad sowie die Kanister und hier Werkzeug, Wagenheber und so weiter und so fort. Richtig cool und ich sehe, ich hätte das Fahrzeug etwas doller zusammendrücken müssen. Da sieht man es, so haben wir weniger Spaltmasse. Und natürlich der Turm. Hier sind die beiden Geschosse, die wir hier reinstecken können, die auch auf den Karton so präsent sind. Die habe ich hier hinten reingeschoben. Wir haben hier so Kisten und Technik angedeutet und unsere Kanone, die wir aus den Fakten kennen, sowie das Maschinengewehr, was, meine ich, eigentlich tiefer im Fahrzeug versenkt werden konnte, aber natürlich parallel zur Kanone war, zu unserer Stummelchen. Und hier sehen wir gerade an dem Frontbereich wieder, wie Kobi baut, hier extrem mit Snot-Konvertern, mit Kobi, halben Fliesen. Also richtig cool. Hier sehen wir wieder mal, was Kobi alles macht, damit es Formen hinbekommt. Die Bauweise hier eigentlich im Fahrzeug ist relativ, nennen wir es mal konservativ, relativ klassisch, wie wir es dann kennen. Wobei von unten wir hier durch diese Zylinder richtig das Gefühl kriegen, auch einen LKW bzw. hier so ein Sonder-Kfz-Fahrgestell zu haben. Also das hier unten sieht richtig cool aus und wir sehen auch hier, wie wir hinten die Heckschräge hinbekommen, indem wir hier nämlich so ein Hinge versenken unter dieser halben schmalen Fliese und die Räder dann sogar mit diesen Radkappen versehen, die wir bei Kobi jetzt seit neuestem haben. Also richtig cool, mir gefällt's. Ich mag es. Einfach, ja, ein Fahrzeug, was mich so ein bisschen überrascht hat, wo ich ein bisschen, ja, mehr den Zugang zum Maßstab 1:35 gefunden habe und ich finde es immer wieder krass, wie gut man dann doch detailliert hier in diesem kleinen Maßstab bauen kann und auch wie man die Kanone aufhängt und die Schrägen hier hinbekommt, nämlich mit diesen einmal Einsern, diese Teils mit diesem kleinen Bar dran, die packt man in C-Clamps und schon hat man hier so eine gewisse Schräge. Also das sieht schon cool aus, so hat man hier die Platte der Lafette. Also das finde ich echt nice, dass man hier so dieses Stummelchen, dieses kleine Geschütz, was wir in den Fakten gerade besprochen haben, umgesetzt haben. Ich kann hier wirklich nicht viel zu sagen, weil ich habe eine Stunde gebaut, ich habe hier alles drin, ich habe hier viele Drucke, ich habe interessante Bautechniken und ein Fahrzeug, was auch sehr markant ist. Was will mein Herz mehr? Ich habe hier nicht viel zu meckern, außer vielleicht den Preis. 50 € finde ich schon ziemlich krass. So ist es bei Kobi ausgelobt. Gibt es bestimmt im freien Handel viel günstiger. Ihr bekommt natürlich jetzt noch einmal Detailbilder, dazu wieder ein bisschen Fakten, ein bisschen Gequatsche von mir und dann schauen wir uns zum Abschluss noch einmal in die Augen, liebe Freunde. Wie versprochen, liebe Freunde, bekommt ihr hier Detailbilder, damit ihr
euch selber einen Eindruck von diesem gesamten Fahrzeug bilden könnt, unabhängig von dem, was ich gerade erzählt habe. Ich möchte euch aber noch ein anderes Fahrzeug ans Herz legen, denn es gab auch noch den schweren Panzer-Spähwagen, das Sonder-Kfz 234-4. Das wurde 1944 zu den Truppen geleitet. Von diesem Fahrzeug wurden um die 90 Stück produziert bis April 1945 und das Besondere an diesem Fahrzeug war, dass es eine 7,5 cm Pak 40 hatte. Diesmal logischerweise mit langem Rohr und Mündungsbremse. Alles basiert auf dem Sonder-Kfz 234. Von Kobi gibt es leider kein so ein Fahrzeug, aber das wäre ja mal eine Herausforderung, vielleicht für mich selber, diese Reihe zu komplettieren und das einfach selber zu mocken auf Grundlage des Kobi-Sets 2288 oder des Sonder-Kfz 234 2, den Puma. Mal schauen, lasst euch überraschen, wie immer dann natürlich hier auf meinem Kanal. Und ganz wichtig, jetzt noch YouTube-Sprech. Über 70% der Zuschauer auf meinem Kanal haben meinen Kanal nicht abonniert. Wenn du dazu gehören solltest, würde ich mich freuen, wenn du ein Abo abschließt. Dies ist kostenlos und hilft mir, dass mein Kanal weiter wächst. Und Kommentare und Daumen hoch tun auch ihr Übriges. Vielen lieben Dank dafür. Ja, Freunde, da ist das Video schneller zu Ende, als dass ich ein bisschen angefixt bin, was den Maßstab 1:35 angeht. Gerade der Stummel oder der Puma haben es mir hier angetan und ich werde wahrscheinlich nicht müde, das ein oder andere 1:35er Fahrzeug hier zu klemmen. Kobi haut da ja auch immer mehr auf den Markt. Gerne lade ich euch ein, eure Meinung zu diesem Maßstab, zu diesem Fahrzeug in die Kommentare zu schreiben. Und wenn ihr historische Ergänzungen oder Verbesserungen für mich habt, schreibt es auch gerne bitte unten in die Kommentare. Lasst mich es wissen, lasst es zu einem Miteinander, zu einem regen Austausch werden. Und wenn ihr gerne auch ein Review der alten Version des Pumas, des Sonder-Kfz 234-2, meine ich, müsste es sein, haben wollt, dann schreibt es mir auch gerne unten in die Kommentare. Bock hätte ich schon, aber nur, wenn ihr es sehen wollt. In diesem Sinne, Freunde, eine gute Zeit. So ein Fahrzeug ist auf jeden Fall auch nur ein Auto mit 8 Rädern. Deswegen wie immer nicht nur eine gute Zeit, sondern vor allen Dingen eine gute Fahrt. Auf Wiederbauen, euer Freund, der Blockstar.